Herzlich willkommen in der marokkanischen Millionenstadt Fes. Fes ist die drittgrößte Stadt Marokkos und neben Marrakesch, Meknes und Rabat die älteste der 4 Königsstädte. Die Altstadt dieses Ortes steht seit 1981 als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Fes ist vor allem für die traditionelle Gerberei und Färberei von Leder bekannt. Genau deshalb zog es uns auch hierher. Als wir uns für marokkanische Verhältnisse früh, also vor 10, unseren Weg durch die Stadt bahnten, war es noch verhältnismäßig leer. Allerdings waren auch wir nicht vor den typischen Touristenguides sicher. Dieser nette Mann hier folgte uns eine geschlagene Stunde. Genaueres erzählt dir Anton gleich noch, aber ich kann dir sagen, manchmal ist es echt anstrengend. So, wir waren jetzt hier eine Stunde lang in der Gerberei, beziehungsweise haben uns die ganzen Gerbereien angeschaut, die Pötte, wie die Felle gefärbt werden, beziehungsweise das Leder gefärbt wird. Super schön anzusehen und uns hat aber tatsächlich die ganze Zeit ein Marokkaner belästigt. Der wollte nämlich die ganze Zeit Geld haben und er hat sich auch wirklich nicht abweisen lassen, wir haben ihn irgendwann einfach ignoriert. Das hat ihn aber auch nicht davon abgebracht, uns in Ruhe zu lassen. Und ja, ganz am Ende meinte er dann noch, wir müssen, als wir aus dem Geschäft raus sind, wir konnten ihn die ganze Zeit immer noch so ein bisschen abspeisen, weil wir uns im Geschäft auch noch umgeschaut haben. Das war so ein Balkon quasi vom Lederwarengeschäft. Und spätestens als wir aber aus dem Geschäft raus sind und er geschnagelt hat, wir kaufen nichts, meinte er dann, wir müssen ihm jetzt Geld geben für die Assoziation. Er gibt es natürlich dann den Gerbern weiter und das wären bitte 5 € quasi pro Person. Nicht verarschen lassen. Tatsächlich konnten wir den Rest unseres Stadtbummels dann aber sehr genießen. Bei traditionellem Tee beobachteten wir das Treiben, gingen anschließend selbst noch ein wenig einkaufen und dann ging es auch schon zurück zum Auto. Kennst du das? Wenn man eine Menge Trubel hinter sich hat, ist man auch wieder reif für die Ruhe der Natur? So ging es uns auch, weshalb wir uns 2 Tage Pause im Wald des Parks Ras El Mar nahmen. Wir sind gerade auf dem Weg zu ein paar Affen. Und zwar standen wir hier gestern schon im Nationalpark und haben die Affen auch schon beim Autofahren gesehen. Und Jule hat aber jetzt gerade noch das neue Video geschnitten und deswegen machen wir uns jetzt erst auf den Weg zu Fuß zu den Affen und haben ein paar Bananen mitgenommen, die zwar heute noch gut sind, aber die nächsten Tage eigentlich nicht mehr oder dringend weg müssen. Dementsprechend kriegen die Affen die jetzt und hoffen dabei ein paar tolle Fotos zu machen. Ich bin ganz gespannt. Anstatt den einfachen Weg über die Straße zu nehmen, kämpften wir uns die nächste Stunde durch den Wald. Immerhin sahen wir so einen Schäfer mit seinen Schafen und waren plötzlich mitten in der Affenfamilie. Besser mittendrin als nur dabei. Anton machte sich auf die Suche nach einem besonders schönen Exemplar eines Affen und musste mit Bedacht seine Wahl treffen, wer die heiß begehrte Banane nun bekäme. Also wem möchtest du die Banane geben? Dem Dicken gebe ich sie nicht, weil der nimmt die sich und geht zurück auf den Baum. Und ich will sie jemandem geben, der mir sympathisch ist und das ist das Wichtige, irgendwo sitzt, wo man ein schönes Foto machen kann. Also nicht in so einem Schattenlicht irgendwie Szenario, sondern irgendwo geil von der Location. Du brauchst einen sympathischen Affen. Und der mir sympathisch ist. Der eben war mir sympathisch, wir haben so richtig connected. Das hat man vielleicht nicht gespürt, aber die Connection war auf jeden Fall da. Die Connection führte auf jeden Fall zu einigen Bildern, die wir dir nicht vorenthalten wollen. Kurz vor dem Rückweg trafen wir außerdem auf einen sehr verängstigten Straßenhund, dem ich zu Montys Leidwesen noch seine Leckerlis gab. Wir haben Antons Familie wieder getroffen. War vielleicht einer zu viel. Ja, nein, war sehr schön. Krass rangezüchtet von den Menschen, also unterbewusst, weil die halt genau da waren, wo die Straße war und immer krass gefüttert worden sind. Haben wir auch gemacht. Ich meine, wir haben den 3 Bananen gegeben. Das war super süß. Es sind ein paar ganz coole Fotos bei rumgekommen. Und jetzt laufen wir wieder zurück
und schauen mal, was der Tag sonst noch so mit sich bringt. Kochen gleich noch ein bisschen marokkanischen Tee und spielen wahrscheinlich noch eine Runde. Und wir haben noch eine Orangina im Kühlschrank. Die gab es nämlich in Spanien nicht mehr und jetzt haben wir wieder welche. Geil. Freunde ist hardcore drauf. Wir haben kalte Cokes. Ne, kalt sind sie nicht, aber wir haben Cokes. Die könnten wir kalt Cokes. stellen. Ja. Das könnte man falsch verstehen. Wir haben Cokes. Verstehe ich nicht. Cokes. Nee, kann man ja nicht falsch verstehen. Wir haben Cokes. Nicht, wir haben Cokes. Naja. Wir laufen jetzt auf jeden Fall noch durch so eine kleine Schafherde durch. Und da gibt es 3, 4 Hütehunde. Wir sind mal gespannt, wie die auf uns reagieren. Ich finde das so spannend. Ich würde so gerne Monty einfach loslassen und er irgendwelchen Viechern hinterherjagen lassen, aber kann es halt nicht machen. Nee. Aber spannend fände ich das schon. Vielleicht, wenn Jule die Tage in Deutschland ist, mache ich das mal. Deswegen wuseln wir da jetzt mal entspannt durch und hoffen, dass es gut geht. ترمينات اشكال الوان موديلات ب 100 ريال ديال 162 مليار. Mit der Ruhe war es dann auch wieder vorbei. Um ein bisschen Minze zu besorgen, stürzten wir uns in das Chaos eines marokkanischen Zugs. Grüner Tee mit Minze und einer Menge Zucker ist hier übrigens quasi das Nationalgetränk. Wir haben uns angepasst und trinken es auch ständig. Bist du eher Typ Tee oder Kaffee? Schreib es uns mal in die Kommentare. Wir sind gerade gut eine Stunde durch Meknes gelaufen. Grundlegend eine echt schöne Stadt, aber es ist viel Baustelle gerade. Also gerade die Tore, die wir gesehen haben, die auch touristisch angepriesen werden, die waren eher eingehüllt in Plastikfolie und Bauschutt. Trotzdem haben wir uns den Zug angeguckt. Das sind hier die traditionellen Märkte und die Altstädte heißen immer Medina. Und die Medina und auch der Zug, der gerade war sehr, sehr schön. Und wir hatten das Gefühl, weniger, ich nenne es jetzt mal, belagert zu werden. Also in Fes vor 2 Tagen war es echt extrem, dass ständig jemand was von einem wollte und einen mitnehmen wollte und hier und gib mir dafür Geld und ich habe dir den Weg gezeigt. Nein, wir sind gerade ausgelaufen. Das war hier jetzt ein bisschen anders. Die Menschen waren grundlegend super nett. Mit dem Hund weiche sie halt grundlegend aus. Das ist für uns ja technisch praktisch. Und insofern haben wir uns hier jetzt gerade sehr wohl gefühlt, aber es ist auch immer ein solches Gedränge, dass man nach einer Stunde auch schon genug hat und für einen Hund ist es dann auch definitiv genug. Und jetzt schauen wir mal, wohin es weitergeht, weil grundlegend ist es in Marokko so, dass wir echt ein bisschen suchen müssen, wo wir hinfahren wollen. Zumindest wollen wir aktuell noch nicht in die Wüste, sondern fahren erstmal Richtung Casablanca. Und dementsprechend arbeiten wir jetzt mal dran, wo wir heute Nacht schlafen. Geschlafen haben wir dann an diesem See. Dieses Mal ohne Matschkatastrophe. Falls dich interessiert, wie unser erster Abend an einem marokkanischen See gelaufen ist, schau dir gerne mal unser letztes Video an. Diese kleine Maus hier hat Anton dann sehr, sehr gut versorgt und so konnte sie in Ruhe frühstücken und für uns ging es dann auch schon weiter. Langt, also mehr muss hier jetzt nicht gehen. Ja, aber kleiner Hund, also du musst dich ja nicht völlig überfressen. War nicht gesund, dann guckt das nicht aus. Marokko ist das erste Land, in dem wir teilweise eine große Menge fahren müssen, um von einem interessanten Ort zum nächsten zu kommen. Allerdings sind die Straßenverhältnisse so, dass man für 200 Kilometer auch mal 4 bis 6 Stunden braucht. Wir stießen jedenfalls auf einen wunderschönen Ort mit einer Menge wilder Schildkröten. Eigentlich hätten wir hier auch gerne geschlafen. Leider schickte uns am Abend aber ein Einheimischer weg. Wir schliefen also auf dem nächsten McDonalds-Parkplatz. Die Aussicht war demnach ein wenig schlechter.
Wir sehnten uns einmal wieder nach dem Meer. Da ich für ein paar Tage nach Deutschland flog, mussten wir nach Casablanca. Das traf sich also ganz gut. Allerdings wusste ich hier noch nicht, dass mein Hinflug aufgrund von deutschlandweiten Streiks gestrichen worden war. Wir genossen also erstmal das Meer und dann kam diese schlechte Nachricht. Genießen Sie zusätzliche Vorteile. Sind Sie Unternehmenschef oder Familienoberhaupt? Safa Flyer hat bereits an Sie gedacht und bietet Ihnen maßgeschneiderte Produkte. Wird schon werden. Sind Sie Unternehmenschef oder Familienoberhaupt? Safa Flyer hat bereits an Sie gedacht und bietet Ihnen maßgeschneiderte Produkte. Darüber möchten Sie gerne noch mehr wissen? Unsere Berater stehen ganz zu Ihrer Verfügung. Ihre Berater stecken mich ständig weg. Ja? Ihre blöden Berater klicken mich ständig weg. Die sind überhaupt nicht zur Verfügung. Programm beitreten, wird Ihre Treue zu Royal Air Maroc belohnt. Für jeden durchgeführten Flug sammeln Sie Ja, du gesagt, Sie wissen nichts davon. anschließend den gratis über Gepäck oder Abfall. Aber eigentlich meinte sie ja, rufen Sie in ein paar Stunden nochmal an und dann meinte sie, nee, Moment. Yes? Yes, thanks for holding. As I mentioned to you before, for the moment we don't have any information that the flight would be cancelled. But you can call us back, please. Yeah, you can call us back within a couple of hours, please. Okay, perfect. Then I will call again in the evening. Thank you so much for your help. Have a nice day. You too. Bye. Thanks. Ja, ist so. Macht mich kurz traurig und dann... Ja, habe ich. Und am Ende ist es aber ganz ehrlich, also es ist kein Weltuntergang. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Aber wenn es sein soll, aktuell weiß ich nicht mehr, als dass auf der Frankfurter Seite steht, es cancelled und die Fluggesellschaft davon nichts weiß. Also entweder denke ich mir jetzt ins cancelled oder ich denke mir, ich setze mich morgen in ein Flugzeug und weiß nicht, wo ich ankomme, aber immerhin sitze ich dann in einem Flugzeug. Beziehungsweise ich rufe die halt heute Abend nochmal an und packe jetzt und tue so, als würde ich fliegen und dann gucke ich mal. Nach einer kleinen Odyssee buchte ich mir übrigens einen neuen Flug, schaffte es doch noch zu meinen Verabredungen nach Good Old Germany und ließ die Jungs alleine. Anton lernte in der Zeit ein super nettes Pärchen auf dem Campingplatz kennen und Monty hatte den Spaß seines Lebens mit deren Hund. Und dann war ich quasi auch schon wieder da. Hallo Mausebär! Hallo Mausebär! Hallo! Hallo! Ja! Hi! Monty! Monty! Ja, sehr cool! Um ein bisschen Zeit zu zweit genießen zu können, ließen wir die Stadt hinter uns und entdeckten quasi unsere eigene private Bucht. Von diesem Ort konnten wir uns fast eine Woche nicht lösen. Der Weg runter zum Meer war etwas abenteuerlich, aber nach dem ersten Mal hoch und runter wurden wir alle trittsicherer. Gemeinsam tobten wir in den Wellen und über den Strand und fühlten uns das erste Mal, als wären wir im Urlaub. Wir waren bestimmt jeden Tag 2- bis 3-mal unten am Strand und ließen unseren Van auf den Klippen zurück. Einfach, weil es hier so magisch war. Monty fand den Strand, wie du siehst, auch nicht schlecht und war mindestens genauso traurig wie wir, als wir wieder weiter mussten. Vielleicht hätten wir auch einfach einen Tag später fahren sollen, denn vielleicht wäre uns so unsere erste richtig negative Marokko-Erfahrung erspart geblieben. Danach haben wir uns ernsthaft gefragt, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Aber dazu mehr im nächsten Video. Wenn dir dieser Vlog gefallen hat, lass uns wie immer gerne ein Like und ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst.